Hi Leute, willkommen zu Dragen wer baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und ab und zu schon mal ein paar andere Sachen. Ne? Kennt das ja schon, der ein oder andere auf jeden Fall, der mich schon abonniert habt. Die letzten Tage haben wieder eine neue abonniert. Herzlich willkommen, ihr vielleicht demnächst Lab- und Bastelwütchen oder vielleicht seid das ja schon. Ja, dann werde ich heute mal anfangen mit dem Thema. Wir hatten ja vor kurzem, hatte ich ja die Videos gemacht zum Kernsterbe verbinden. Und das wird jetzt ein neues Projekt. Die Dinger, die scheinen zu funktionieren, so wenigstens hoffe ich das, so wie das aussieht. Wir werden jetzt einen Magierstab bauen, den man zerlegen kann. Für den Transport, verschicken, ist eigentlich ganz praktisch. Kann man natürlich dann auch für andere Waffensachen nehmen, dass man dann das eventuell austauscht. Ne? Da hat man dann den Stiel und kann dann vielleicht eine Axt, einen Streitkolben oder ähnliches dann oder andere Sachen halt drauf bauen. Ob das jetzt gut hält, kann ich noch nicht sagen, aber wir machen das jetzt erstmal für einen Magierstab. Der wird nicht so strapaziert. Dafür sollte das auf jeden Fall, denke ich mal, auf jeden Fall funktionieren. So, dann hoffe ich mal, das ganze Projekt interessiert euch wieder. Bleibt dran, wir sehen uns. Heute werden wir mal mit Pattex den ganzen Kernstab ankleben. Und zwar, weil ich mir überlegt habe, das hat ja mit dem Heißkleber hier ja so ja nicht funktioniert. Aber ich schaue noch Farbe vom orangenen Finger. Naja, gut. Muss ich gleich noch der eng waschen. Also ja. So, wie gesagt, der Heißkleber, der hält ja auf dem Metall nicht. Also werden wir das mit Pattex machen. Jetzt habe ich hier, das ist jetzt eine 5 oder 6 mm Matte. Da ist jetzt mit Kernstab hier so eine weiße Linie drauf von der Breite. Jetzt gucken wir mal, weil ich will das erstmal so ein Stück noch festkleben. Dann gehe ich jetzt hin, lege hier den Kernstabrest hier drauf. Ich muss die Breite nehmen, sonst passt das nachher nicht. Das klappt nämlich eigentlich ganz gut. Das ist dann quasi so, damit ihr wisst, wie viel ihr da kleben müsst. So. Nur jetzt so, ich sage jetzt mal als kleine Hilfslinien für euch. Ne? Guckt immer, dass ihr den irgendwo so legt, dass er nicht so groß wegrutschen kann oder rollen. Also hier auf der Matte liegt er ganz gut, da tut sich nichts. Dann kann man das nämlich nachher schön kleben. So. Das ist jetzt auch das kleinere Stück von den zwei, weil das dann, ich sag jetzt mal besser hier im Keller, ihr wisst ja, ich habe ja immer so ein bisschen das Problem mit der Breite überall, ne? So, gucken, dann mache ich mal auf die Seite. Zwei. Ich habe dann hier halt wieder so einen weißen und schwarzen Edding. Seht ihr nachher dann auch, wofür ich dann den weißen noch brauche. Jetzt habe ich hier irgendwie schon wieder keinen Schraubenzieher, Leute. Sonst habe ich hier wenigstens noch die Schere liegen, aber die ist auch irgendwie weg. Ich weiß es nicht, Leute, irgendwie. Oder ich habe es runtergeworfen. Also ja, kriegen wir auch ohne auf. Wir benutzen einfach den Pinsel. So. Ja, das ist dann nämlich nicht schlecht. Dann habt ihr nämlich ungefähr dieselbe Breite auf dem Kernstab. Ich mache ein klein bisschen dann drüber über die Linie. Also ganz so genau nehme ich dann auch immer nicht. Ja, schon gekleckert. Ja, das ist ja, wie gesagt, guckt immer, dass er da eine Unterlage nimmt. Also ein bisschen antrocknen lassen müssen wir noch. Ich muss noch ein bisschen fester andrücken, dass das hier, wo der Übergang ist, dass das dann auch an den Stellen gut hält. Das ist am wichtigsten, ja, immer bei auch an dem Spitzenschutz, wenn der Leder ein bisschen so drüber steht, dass er das dann an den Stellen noch mal gut dran drückt. Also bei dem ist jetzt das Wichtigste, dass man das hier vor dem Gewinde bündig kriegt. Das ist das Allerwichtigste. Unten ist egal,
Das ist sowieso noch ein gutes Stück zu lang. Das kann man dann nachher noch ein bisschen abschneiden. Das ist dann alles halb so wild. So. Das Ding, das lassen wir jetzt erstmal richtig gut trocknen, bevor wir weitermachen. So eine Stunde, halbe Stunde, Stunde. Und dann machen wir dann weiter. Und zwar, trocken ist es jetzt noch nicht, aber das ist noch nicht so schlimm. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir das machen. Und zwar, deshalb habe ich einen weißen Edding. Ich nehme jetzt wieder den Kernstab. Den lege ich hier einfach auf die Matte, damit wir das dann schön gleichmäßig dann nachher drauf geklebt haben. Weil das Wichtigste ist immer die innerste Schicht, ne, dass das hier am Kernstab richtig gut hält. So, seht ihr, da haben wir jetzt das. Und dann nehmt ihr den, weil das ja die Breite ist, nehmt ihr den nochmal so hochkant. Und dann könnt ihr dann hier auf den Kernstab, legt er dann relativ dicht an. Können wir natürlich auch ohne machen, ne? Also das liegt dann an euch. Legt den dann an. Und dann habt ihr hier oben, dann wisst ihr, wie weit ihr den Kernstab einkleben müsst. Ne? Und na, so ein bisschen muss es, also ein bisschen drüber ist es schon. Ja, also ich hätte besser ein bisschen höher machen sollen. Aber passt. Also 2-3 mm. Dadurch, dass ich ja sowieso immer ein bisschen mehr draufklebe, ist das nicht so schlimm. Ja. Aber wichtig ist halt, dass ihr das Ganze jetzt erstmal gut trocknen lasst. Nochmal ein bisschen andrücken. Denkt dran, immer aufpassen. Bei Kernstäben am besten zieht ihr Handschuhe an. Ne? Also, naja, ich muss euch das mal sowieso erklären. Bei den Kernstäben habt ihr ja immer schon mal, ich packe die immer mit Hand an. Ne? Ihr müsst halt immer gucken, wie ihr da anpackt. Wenn ihr die so anpackt, so von oben, passiert da nichts. Problem ist immer, wenn ihr Kernstäbe mit der Hand so hin und her irgendwie drauf, dann kann es sein, dass ihr von den feinen Fasern, womit die ihr macht, sind schon mal welche in die Finger kriegt. Und das ist sehr unangenehm. Und vor allen Dingen, die sind so klein, die kriegst du relativ schwer raus. Ne? Das ist immer, wenn er dann irgendwann anpackt, dann merkt er das meistens, dass das irgendwie am Pieksen ist, als wenn er so eine Nadel in der Hand habt. Also deshalb immer aufpassen, also wenn ihr euch nicht sicher seid, zieht euch irgendwelche Handschuhe an, am besten welche mit so Gummi, damit die dann nicht durchkommen. Wie gesagt, ich mache das selber nicht, bin kein gutes Beispiel für sowas. Aber das hängt immer von ab, wie ihr die halt greift. Der Trick ist eigentlich immer, dass ihr guckt, dass ihr die von oben so greift, ne, dass ihr die nicht so hin und her mit der Hand da drauf geht. Das ist eigentlich der einzige Trick dabei, dass ihr das. Dann kriegt ihr im Normalfall relativ selten irgendwie so ein Splitterchen hier von den Fasern in die Finger rein. Nur so als kleiner Tipp. So, wie gesagt, wir lassen das jetzt erstmal gut antrocknen. Ich zeige mal. Also hier die Stelle, das ist immer, und dann halt hier, wo diese Erhöhung quasi ist. Da müsst ihr auch immer gucken, dass ihr das dann gut antrocknen lasst und dann an der Stelle richtig gut andrückt. Und dann ist das gut. So, das lassen wir jetzt erstmal was trocknen und dann machen wir dann immer so etappenweise. Was wir auch schon mal machen könnten, ist zum Beispiel, damit das nachher schön rund wird, schneide ich hier schon mal, gucken, schneide ich hier schon mal so eine kleine Phase immer rein. Das ist dann, sonst wird der Stab dann so ein bisschen eckig. Ja, wie ihr seht, ne, kann man natürlich dann auch, wenn ihr nicht so sicher seid, dann noch ein bisschen nachschleifen, aber das machen wir jetzt noch nicht. Ich habe das Ganze jetzt erstmal gut antrocknen lassen. Und dann machen wir mal weiter. Ich sehe, habe ich die Schere immer noch nicht geguckt oder einen Schraubenzieher? Ah doch, einen Schraubenzieher habe ich. Leute, ich habe ihn. Ole, ole. So, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich hier nicht wieder alles voll kleckere.
Das Ganze habe ich jetzt antrocknen lassen. Das Schöne hier bei so Matten ist immer, wenn ihr eine große Fläche habt, könnt ihr das nämlich richtig schön rollen. Das klappt nämlich richtig gut. Müsst ihr gucken, gleichmäßig. Und dann rolle ich immer so ein bisschen mehr. Dann kann man das nämlich immer noch so richtig schön andrücken. Dann habt ihr nämlich so einen gewissen Druck schon mal auf den Sachen drauf. Dann klappt das nämlich deutlich besser. Was ich auch immer gern schon mal mache, ist dann so ein bisschen so hin und her rollen. Das ist auch nicht so schlecht. Und dann natürlich noch mal gut andrücken. Ja, dann würde ich sagen, das machen wir jetzt bei dem Ganzen, bis wir das einmal komplett rund haben. Ja, so mache ich das jetzt so peu à peu. Ja, bei dem Teil kann ich zum Beispiel jetzt hingehen, damit es ein bisschen schneller geht. Ich rolle das jetzt einfach mal hier bis zu dieser Schräge, die ich geschnitten habe. Dann nehme ich ein Edding, einen weißen, und dann natürlich eine weiße Matte nimmt dann Kugelschreiber oder sowas. So, jetzt weiß ich, bis wohin ich den Kleber drauf machen muss. Hier natürlich dann bis hier oben hin. Und dann hatte ich dann schon mal das Teil hier so weit geklebt. Ja? Und dann machen wir noch den Rest. Das mache ich dann bei beiden Teilen und dann sehen wir uns wieder. Das Ganze hat richtig gut geklappt. Jetzt müssen wir das Ganze hier alles noch so ein bisschen bündig schneiden. Mal gucken, ob das alles gut klappt. Soll ja nachher auch alles schick sein. So. Auf jeden Fall hat es gut geklappt mit dem Kleben. So einen ganzen Stab komplett mit Baktex habe ich auch schon ewig nicht mehr. Aber hat gut funktioniert. Ich kann es noch, Leute. So. Das untere Stück können wir ruhig ein bisschen großzügig abschneiden. Obwohl, ne, das ist das Ober. Also ja, machen wir trotzdem was großzügiger. Das ist da, haben wir hier bis zum Leder schon mal abgeschnitten. Machen wir erstmal auch noch hier bündig. Jetzt machen wir auch was großzügiger. Ja, ist mal nett. Wie ihr seht, ich habe das schon relativ großzügig gemacht gehabt. Von der Länge her. Dann ist das nämlich auch nicht so schlimm, wenn das nicht so ganz alles gut geklebt ist. Am Anfang. So. Ja, hier hätte ich ein bisschen genauer arbeiten können, aber ist okay, kann man so lassen. So. Bin echt mal gespannt, aber so im Großen und Ganzen bin ich echt schon richtig zufrieden mit dem ersten Ergebnis. Wie gesagt, da kann man dann ja auch andere Sachen draus machen. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Das hier wird ja das untere Teil. Da habe ich schon mal wieder so ein bisschen mit 6er Matte. Ich könnte das zwar eigentlich auch mit 3er Matte machen, aber ich will das halt durch das Metall ein bisschen besser polstern. Wird dann ein bisschen klobi an der Stelle, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Da geht die Sicherheit erstmal vor. Da muss ich jetzt gucken, dass ich das gut bündig mache. Das mache ich jetzt auch wieder mit Heißkleber. Das war mir nur wichtig hier mit den Kernstäben wie in dem Metall, dass ich das mit dem Pattex gemacht habe. Weil der Heißkleber, der hält auf dem Metall einfach nicht. Das könnt ihr vergessen. Das ist nicht so das Wahre. Deshalb, wie gesagt, da habe ich dann Pattex Classic für genommen. So, das wird das untere erstmal. Wie gesagt, ist ein bisschen klobiger jetzt geworden, aber ist nicht schlimm. Hier unten kommt dann noch eine Lederplatte drauf.
damit man den noch schön hinstellen kann. Jetzt muss ich echt mal überlegen, ob ich hier noch Dings reinmache. Aber ich glaube, das machen wir mal. Ich schmeiß mal einfach mal den Lötkolben an. Wie gesagt, da könnte natürlich auch hingehen. Und mache das Ganze nochmal mit einer Matte, so mit dem Eckstück. Aber in dem Fall wird mir das nachher ein bisschen zu klobig. So, ich werde hier aber noch ein bisschen die Kanten brechen. Schauen wir mal, wie man das jetzt, der Lötkolben schon soweit ist. Erstmal wieder so ein bisschen den Ruß und sie hier drunter kratzen. Dann nehme ich immer hier so eine Cutterklinge für. Ach, das schmerzt das schon wieder hier, das Ding. Also, ich glaube, das ist schon so oft, dass ich das losgedreht habe, dass das schon ja nicht mehr richtig fest geht. Aber naja, gut, egal. So. Mache ich einfach mal wieder nach Augenmaß. So, dann hätten wir das untere Teil so gut wie fertig. Wie gesagt, jetzt kommt hier noch eine Lederplatte drauf. Mal gucken, vielleicht eine schwarze oder braun. Mal gucken. Dann haben wir das untere Teil schon mal fertig. Dann probieren wir mal aus, wie gut das hält. Also jetzt vom Dings her. Auf jeden Fall ist es schon mal zusammen. Das klappt schon mal gut. Jetzt drehen wir mal wieder auseinander. Oh, das ist doch schon mal nicht schlecht. Oh, mein Fuß. Ah. Dann machen wir hier noch ein Dings dran. Das wird ja dann so als Griff. Mal gucken, vielleicht so bis hier. Und oben kommt dann das, was der Magierstab kriegt. Ich glaube, eine Schlange mit so einer Kugel macht man drauf. Jetzt wollen wir mal gucken. Der untere Teil vom Stab ist jetzt ja soweit fertig. Da machen wir erstmal nichts mehr dran. Bei dem oberen muss ich jetzt mal gucken. Ich werde hier noch, ich denke mal so in der Höhe mache ich jetzt hier noch ein Stück Matte drum. Dafür muss ich aber noch ein bisschen die Heißklebepistole anheizen. Jetzt habe ich hier, jetzt bin ich am Überlegen, oben kommt eine Silikonkugel drauf. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich die kleine nehme oder eine andere und dann in glatt. Mal schauen. Mir geht es jetzt nur darum, ich habe mir da mal was überlegt. Und zwar will ich so einen Draht, weil die ja relativ stabil sind, da reinmachen. Das ist ja hier diese Elektrik, die ich ab und zu schon mal benutze. Die ist ja nicht immer schlecht. Ich will das Ganze relativ simpel aufbauen. Und habe mir jetzt auch mal überlegt, die Silikonkugeln, die halten ja nicht. Wenn er die oben irgendwo so drauf macht oder was, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber das ist irgendwie nie das Wahre gewesen. Da muss man dann immer irgendwas drumherum machen mit Matte oder so, dass das hält. Jetzt habe ich mir aber mal was Neues überlegt. Das müsste theoretisch klappen. Ich muss ja sowieso, damit ich den Schlauch reinkriege, muss ich das Ganze ja sowieso an einer Stelle einschneiden. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich hier irgendwo... Ja, mal schauen. So. Beziehungsweise wir schneiden das erstmal an einer Stelle ein, damit wir den Draht da reinkriegen. Ich hoffe, dass ich das nicht zu groß machen muss. So. Jetzt weiß ich nicht, ob wir den Draht, machen wir den ein bisschen auf. Oh, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mal schauen. Auf jeden Fall kriegen wir dann vielleicht ein bisschen besser da rein.
weil ich brauche von dem schwarzen Draht, brauche ich ja noch ein Stück. Ich muss sowieso dann gucken, dass ich das relativ weit oben dann mit der Elektrik mache. Also von dem schwarzen her. Ja, gut, kommt das Teil noch dran, mal uns gucken. So. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hier so reingeknüttelt kriegen. Ach ja, ach Leute, das klappt ja bombisch. Hier, lohnt uns an. So. Naja, andererseits, ne, ist noch zu früh. Können wir nicht. Machen wir gleich. Und zwar, wie gesagt, ich hatte mir ja überlegt, zwar habe ich hier noch so ein Stück Matte gehabt. Und da habe ich mal so überlegt, wie das ja mit dem Leder gemacht wird. Wenn man da hier so ein Ding drüber macht. Gut, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen sehr breit, aber ist nicht schlimm. Das ist jetzt nur erstmal so zum Zeigen. Ja, hier habe ich noch ein Stück Leder, was man benutzen könnte. So, jetzt mal noch gucken. Hier ist das offene. Dann kommt man da theoretisch. Ich mache lieber mal irgendwie hier mal so. Das ist Dings. Ja, mach mal irgendwie mal hier so. Ich mache jetzt einfach hier mal so 2 Linien. Hoffe ich mal, dass ich das halbwegs durchgeschnitten kriege hier. Okay, das ist schon mal durch. Ein bisschen aufpassen beim Schneiden, Leute. Dass euch dann nicht in den Finger schneidet. Ja, das Silikon, das gibt natürlich ordentlich nach. So, jetzt wollen wir uns gucken. Das ist nämlich jetzt nicht schlecht, dadurch, dass ich das Loch gemacht habe, wo das jetzt reinpasst. So, jetzt mal jetzt gucken. Ja, das, vielleicht kann man da doch irgendwie so ein bisschen. Erstmal müssen wir mal reinkriegen. Also. Ist vielleicht verkehrt rum, aber schauen wir einfach mal. Ich denke mal, dass das eine relativ simple Lösung ist. Das Ganze nämlich dran irgendwie festzukriegen. Seht ihr? Jetzt kann man das nämlich hier schön so durchziehen. Das ist jetzt so die Überlegung gewesen bei dem Ganzen. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen provisorisch noch. Aber das geht jetzt mal drum um die Idee. So. Und dann können wir nämlich prinzipiell, wie gesagt, ich habe glaube ich jetzt ein bisschen falsch schon mal gemacht. Aber ich denke mal, das ist um das Prinzip, was ich mir überlegt habe zu zeigen, müsste das eigentlich funktionieren. Im Endeffekt ist es dasselbe wie halt, wenn er mit so einer Lederschlaufe dann so arbeitet. Problem ist halt, dass Silikon irgendwo außer auf Silikon selber hält. So. Das Ganze ist so ein bisschen am Wackeln, aber wenn man das jetzt, sagen wir, hier oben drauf festklebt, ich werde dann hier noch so ein bisschen so einen Kranz dann quasi drum machen, um das Ganze noch so ein bisschen zu fixieren, so ein bisschen wie so ein kleiner Trichter, dass man das hier halt nicht mehr so sieht unten. Ich denke mal, dass das eigentlich schon so klappen müsste. Schaumstoff, das hält. Ja. Kann man natürlich auch noch ein bisschen breiter oder schmaler machen. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das am besten dann unten so zusammen mache, dass das gut hält. Ja. Theoretisch können wir auch irgendwie einen Knoten reinmachen hier so. Ja. Also ich mache jetzt nur einmal, aber prinzipiell können wir das dann machen, dass das dann unten hält. So, dann probieren wir mal mit dem Draht jetzt noch aus. Ich habe nämlich noch nie geguckt,
wie der Draht in so einem Silikonteil aussieht. Also jetzt von der Leuchtkraft her. Das habe ich mir auch noch nie so angeguckt. Ja, ich glaube, das hätte ich ein bisschen kleiner machen sollen, das Loch. Aber naja, gut. Kommt dann auf die Innenseite. Prinzipiell könnte man das dann noch mit Silikon noch mal wieder so ein bisschen zumachen, aber will ich eigentlich so gar nicht. Prinzipiell könnte man dann auch noch hier so ein Loch reinmachen, dass man den Draht dann besser verstecken kann, aber das ist jetzt nicht schlimm. Ich werde das sowieso dann so nach hinten irgendwie machen. Dann kann man das dann noch besser austauschen. Da muss ich noch gucken, wie ich das am besten mache. So. Wir gucken jetzt einfach mal. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Gucken wir erstmal so einen hellen. Ja, dann gucken wir uns das mal im Dunkeln gleich an. So halbwegs Licht ja alles aus. Wie gesagt, ich habe mir da bei Silikonkugeln mit dem Draht noch nicht angeguckt. Also jetzt von der Leuchtkraft her. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, ich glaube, das kann man gut sehen. Sieht doch ja nicht mal schlecht aus, oder? Machen wir mal einen anderen Modus, wenn ich einen Knopf im Düstern finde. Aber so, also mir gefällt das richtig gut. Ja. Dann also prinzipiell würde ich das Ganze dann hier so oben drauf setzen. Was vielleicht auch noch so eine Idee wäre, das Ganze noch ein bisschen stabiler vielleicht zu machen. Da muss ich dann allerdings messen, wie breit das ist, dass ich das quasi hier so drauf setze. Ja. Und dann oben natürlich dann festklebe und die Lederbänder hier großflächig nochmal hier so quasi dran, damit da gar nichts passieren kann. Wie gesagt, an die eine Seite kommt dann noch her, ich werde dann hier so eine Cobra mit so ein bisschen Metallbeschlägen so irgendwie so drüber machen. Das ist so der Plan. Ich denke mal, das könnte eigentlich gut funktionieren. Jetzt wollen wir uns gucken, wie lange ich das Ding hier noch mache. Ich würde mal sagen, so ungefähr so bis hier. Jo. Dann machen wir eine Linie. Hey kid. Aber so vom Dings her klappt das eigentlich gut. Also ich hatte mir das nicht ganz so hell vorgestellt, aber doch, so von der Helligkeit her im Dunkeln oder so im Halbdunkeln. Ich hatte ja noch genug Licht, was durch das Fenster reingekommen ist. Ja doch, finde ich auch nicht mal so schlecht. Ist auch noch eine gute Alternative, wenn man da mal irgendwie was machen will mit. Die Elektrik selber, der Kabel oder Draht, der ist ja relativ, hat ja kein Gewicht und das Ding, ja gut, dann muss man halt gucken, wie man das hier irgendwie unterkriegt. Da muss ich mir hier auch noch was einfallen lassen. Ich habe mir da so überlegt, dadurch, dass die ja hinten so eine Schlange kriegt, dass ich das Batteriefach dann hier oben irgendwo vielleicht reinmache. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache, aber irgendwie sowas in der Art werde ich wohl machen. Und man hat dann hier, muss ja dann hier unten wieder abschrauben. Kann ich eigentlich jetzt schon mal machen. Ja, da müsst ihr dann immer gucken, ansonsten könnt ihr das halt an den Gürtel einhängen. Immer aufpassen, dass er das, wenn er das rausschraubt, die Schraube auch wieder reinschraubt, sonst fällt euch das ganze Ding nämlich auseinander. So können wir das Ding nämlich dann wenigstens ein bisschen schmaler machen.
Ihr seht, das geht ganz gut. Ich sage, also die Elektrik mit den Dingern hier, die ist eigentlich echt geil. Kann ich nur empfehlen. Das ist eine tolle Sache. Das einzige, der Nachteil ist, es pfeift ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, ob man das hört. Hört ihr das? Das ist natürlich der Nachteil. Beziehungsweise, ja, das ist halt der Nachteil. Es pfeift halt so ein leicht ein bisschen. Aber das, ich denke mal, das kann man noch verkraften. So, so schnell hat man so einen Metallring gemacht. Das ist schon Wahnsinn, ne? Wie schnell sowas geht. So, dann haben wir das. Jetzt wollen wir mal gucken. Den können wir auch mal ausstecken. So, den brauchen wir auch erstmal nicht. Ja, wie gesagt, Planung steht. Das Ding kommt quasi oben noch drauf. Und dann gucken wir mal, ne? Aber ich glaube, mit dem Leder hier, das denke ich mal, ist eine gute Idee. Die Idee hätte noch schon viel früher kommen können. Das Silikon ist ja relativ stabil. So schnell dürfte auch nichts abreißen. Zumal das ja auch noch ein bisschen überbaut wird und mit dem Stab selber, der Kopf wird ja nicht wirklich mitgekämpft. Auch wenn nicht alles so ein bisschen so gebaut hat, dass man schon mit kämpfen kann. Ne? Wie gesagt, jetzt muss ich dann nur noch überlegen, wie ich quasi so die Elektrik irgendwie so, mal gucken, unterbringe. Entweder hier so rein, dass dann quasi so der Schlangenrücken mal so ein bisschen, oder halt in den Griff. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Wird natürlich wieder ein bisschen kniffliger wie immer, aber ihr kennt das ja. Irgendwie muss man ja mal so ein bisschen rum. Aber so prinzipiell denke ich mal, wird das gut klappen. Da würde ich sagen, wir machen jetzt hier erstmal mit dem ersten Teil Schluss. Sieht ja alles schon sehr vielversprechend aus mit dem Schrauben und so, das klappt auch alles gut. Der Plan mit der Elektrik, das könnte auch alles funktionieren, was ich mir da so ausgegrübelt habe. Ja, dann würde ich sagen, im nächsten Teil machen wir das ganze Teil dann soweit, dass wir die Elektrik verbauen, den Schlangenkopf und vielleicht auch schon den Stab komplett fertig. Vielleicht mal ein drittes Teil mit dem Pinsel und im zweiten nur dann halt das mit der Elektrik und dem Kopf. Da muss ich noch überlegen, wie ich Lust und Laune habe. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze gefällt euch soweit. Könnt ihr mal drunter schreiben. Danke schon wieder an alle Neuen, die abonniert haben. Ich finde das super. Momentan läuft es wieder richtig gut. Wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, guckt die Videos, lasst sie durchlaufen. Könnt ihr auch leise laufen lassen im Hintergrund. Hauptsache nicht stumm stellen. Damit helft ihr mir. Dann sage ich mal wieder ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns bei meinen nächsten Videos. Wir sehen uns.